Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und in dieser Entfaltung die Gestaltung des Lebens zu erlauben. Du bist das Erlauben des Lebens, du bist das Erlauben des Seins in Form und somit bist du auch das Erlauben des Seins jenseits der Form. Die Form erlaubt dir dieses Spiel, das jenseitige Bewusstsein erlaubt dir dieses Spiel noch mehr zu genießen. Und so weißt du, dass das, was sich hier abspielt auf der Erde, in deinem primär Erlebten, nur ein Teil der Perspektive ist, nur ein Teil der Wahrnehmung, nur ein Teil der Wahrheit. Und doch ein wertvoller, ein wichtiger, einer, für den du dich entschieden hast, für den du dich in diese enge Form begeben hast, für den du erlaubt hast, begrenzt zu sein auf einen Körper, in dem, wie du erscheinst, ein Instrument zu haben, das auf diese, auf jene Weise, doch nicht auf jede Weise wirkt. Ein Instrument, das dir zur Verfügung steht, um dieses Leben voll und ganz zu erleben und doch anders ist als jedes andere Instrument. Hier so, da feiner, hier grober, dort anders. Anders als jedes Instrument ist dein Instrument und doch ist es ähnlich, ähnlich in verschiedenen Funktionsweisen. Ähnlich in verschiedenen Ausdrucksweisen. Wichtig also, was wir dir hier sagen wollen, ist, vergleiche dich nicht mit anderen, nicht mit Wahrheiten, vergleiche dich nicht mit Wissen, weil wisse in dir, was wahr ist und folge dieser deiner Wahrheit. Indem du dieser deiner Wahrheit folgst, folgst du deinem Weg, folgst deiner Realität, erlaubst deiner Realität dein Leben zu beleben. Es gibt viele Realitäten, die gleichzeitig stattfinden. Und deine Realität ist die von dir gewählte. Alles sortiert sich in deine Realität auf diese Weise ein. Alles sortiert sich in deine Realität auf eine Weise ein, dass du diese Realität, die du wählst, wiederfindest. Dies bedeutet nicht, dass alle deiner Realität unterlegen sind. Dies bedeutet nicht, dass alle Menschen nach deiner Pfeife tanzen. Es bedeutet, dass jeder Mensch seine Realität so wählt, wie er sie wahrnehmen will, und dass alles auf eine vollkommene Weise so zusammenpasst, dass die Realitäten ineinander greifen, zueinander gehören und aufeinander abgestimmt sind. Mit jeder Realitätswahl also bist du in einem Prozess des Wandels, bist du in Harmonie mit anderen, die in diese Richtung zu streben scheinende Harmonie wandelt sich in eine andere. Und so ist der ständige Wandel das, was stetig ist, was dein Leben ausmacht, was jedes Leben ausmacht. Dies ist eine Erfahrung, die du gewünscht, gewählt hast. Du liebst den Austausch mit anderen, du liebst es, hier und da die Realität auf diese und jene Weise fließen zu lassen, frei von Enttäuschung und doch immer wieder die Enttäuschung suchend. Du liebst es, immer wieder neu zu ergründen und zu erfahren. Deine Inkarnation ist eine Inkarnation von vielen Inkarnationen, die du zeitgleich erlebst. Doch fokussierst du dich auf eine Inkarnation, diese Inkarnation, die du gerade in diesem Moment als reell und real fühlst und empfindest. Dein Erinnern gilt für diese Wahl, nicht für jede andere Wahl. Und doch ist das, was du wahrnimmst in diesem Moment, das Komplexe, das Vergangene, das Gegenwärtige, das Zukünftige von dieser deiner jetzigen Wahl. Wir sagen dies und stellen dies an den Anfang dessen, was wir heute zu dir durchgeben, um dir ein Gefühl dafür zu geben,
wie sehr viel mehr du bist als das, was in deinem jetzigen gefühlten Körper ist. Du bist jeder Körper, bist jedes Sein, das sich darin befindet, bist alles, was du bezeugst und bezeugen kannst, alles, was du denken, alles, was du fühlen kannst, alles, was du dir vorstellen kannst. Du bist dies alles, erlebst dies alles, erlebst viel mehr als das, was dir in diesem Moment als reell und real erscheint. Du erlebst alles, alles zugleich, und doch erlaubt dir dein Fokus, dein Filtern, das, was primär dein Erleben kennzeichnet, als das einzige eine zu fühlen. Dies erlaubt dir, bei Verstand zu bleiben. Dies erlaubt dir, in dieser Realität verankert zu bleiben, dein Spiel zu genießen. Würdest du alle Spielsteine gleichzeitig setzen, so wüsstest du nicht, für wen du nun das Spiel spielst, wessen Spiel du nun gewinnen willst, für wen du gewinnen willst in diesem Spiel. Es ist also bewusst von dir gewählt, dass du eine Spielfigur bevorzugst. Selbst wenn du andere Geschichten von anderen Menschen hörst, wenn du Filme schaust, wenn du Szenarien anschaust, du wirst immer finden, dass du danach suchst, einen Protagonisten zu haben, mit dem du dich identifizieren kannst. Wir sagen dir, wähle dich zu deinem Protagonisten und erlaube allen anderen, selbst auch Protagonist zu sein. Auf diese Weise löst sich die Verurteilung, mit der der einzelne Protagonist versucht wird, unterstützt zu werden. Es ist dann nicht mehr der eine, der gewinnt. Es sind die allen, die gewinnen, denn es besteht Verständnis für jeden Einzelnen. Das ist die Freiheit, das ist der Frieden, der sich in dir ausbreitet, wenn du erkennst, dass jeder in seiner Form als Protagonist gesehen einen Lebenslauf hat, der alles erklärt, der alles verstehen lässt, für den sich eine Sympathie entwickelt, tief aus deinem Innersten heraus. Diese tiefe Sympathie erlaubt dir, jeden Menschen in seiner Wahl von Leben zu verstehen, zu lieben, oh so tief zu lieben, zu begreifen und zu erlauben. Es erlaubt dir, den einzelnen Lebenslauf als eine Wahl zu erkennen, die Wahl, Erfahrungen mitzunehmen, die Wahl, nicht nur das gleißend weiße Licht, sondern auch die Farbtöne, die sich darin befinden, zu ergründen. Diese Ergründungswahl ist das, was dem Menschen die Möglichkeit gibt, auch Schönheit in Krankheit zu finden, auch Schönheit im Sterbeprozess zu finden, Schönheit im Entstehen, im Erhalten und im Zerfallen wahrzunehmen. Jeder Zerfall ist Neuerstehung. Jedes Neuentstehen ist Zerfall. Jedes Erhaltensein ist Neuentstehung und Zerfall in die gleiche Form hinein. Und so befindet sich jedes Prinzip in allem. Es gibt nicht das eine ohne das andere. Tatsächlich ist alles stets und ständig ein Neuentstehen, ein Zerfallen, und darin befindet sich die Erhaltung, die durch das Neu immer wieder neu ins Gleiche entstehen und immer wieder neu sich doch auch wandeln, immer wieder neu zerfallen, um wandeln zu können, immer wieder neu ins Gleiche zu zerfallen. Darin wird eine Beständigkeit wahrgenommen. Tatsächlich jedoch ist alles dynamisch, und der Stillstand ergibt sich aus der schnellsten Bewegung aller Teilchen.
Je öfter ein Bild produziert wird, desto stehender wird es wahrgenommen. Wir sagen all dies hier, um dich und euch in die Realität der Unendlichkeit zu begleiten, um euch die Wahrnehmung der Flüchtigkeit zu erlauben und zugleich das ewige Sein zu eröffnen. Die Inkarnation, das Leben auf der Erde, ist ebenso unendlich wie das jenseitige Leben. Du kannst in jede Phase eines Lebens hineintunen, kannst jede Phase eines Lebens für dich als wunderschön oder abwählenswert betrachten. Je mehr du alle Phasen in dir befriedet findest, desto freier wählst du aus ihnen. Der Mensch denkt gemeinhin aus dem Säuglingsalter in das Zerbrechlichkeitsalter hineinzuwandeln, über all die Phasen zwischendurch. Dies war nicht immer so und wird auch nicht immer so bleiben. Der Mensch, der in die Welt hineinfällt, muss nicht hart fallen. Hier wird sich ein Wandel einstellen, ebenso wie sich ein Wandel einstellt in Sachen Gebrechlichkeit. Der Mensch wird bewusster. Mit jedem Bewussterwerden nimmt er die Welt anders wahr, nimmt er sich selbst anders wahr, nimmt er sich im anderen und in seinen Lebensphasen anders wahr. Jede Lebensphase dient dazu, dir selbst ein neues Sein zu erlauben, eine Selbstverständlichkeit in einer anderen Form, die jedoch ihre Hülle nicht aufgibt. Du erlaubst dir in einer Hülle unterschiedliche Formen zu durchschreiten und den Zauber jeder Form zu fühlen. Wir gehen hier an dieser Stelle auf nur diese Phasen ein, die für den Menschen oftmals mit Ablehnung, Angst und Widerstand verknüpft sind. Die Phasen der Krankheit und die Phasen des Alters, des Alterns, des nicht mehr so gut Könnens. Die Phase der Krankheit, ganz gleich, wann und ob sie in deinem Leben auftaucht, ist eine Phase der Hingabe an die Essenz, denn der Körper folgt nicht mehr deinem menschlichen Willen. Du kannst nur eines tun, du kannst nur in Dankbarkeit sein für das, was dir gegeben ist und für den Zauber deines Körpers, der von sich aus und aus sich heraus Wandel bewirkt, ohne dass du aktiv den Körper in seine Realität zwingen kannst. In einer Phase der Krankheit also lernst du Achtung, Fürsorge und Kontrolllosigkeit deines Körpers. Je tiefer du erlaubst in eine solche Phase hinein, desto mehr kannst du spüren, dass der Körper Werkzeug, aber auch Belastung sein kann. Desto mehr kannst du spüren, dass das, was dir gegeben ist, um auf der Erde zu sein, dich auch binden kann, dich auch in einen beengten, bedrängten Zustand bringen kann. Desto mehr erlaubst du dir zu hinterfragen, warum bin ich hier? Möchte ich dies aushalten? Insbesondere, wenn du das, was du empfindest, als Leid wahrnimmst und als Leid definierst. Aus dem Leiden heraus also bekommt der Mensch eine Öffnung für sein Sein. Denn er ist bereit, nicht mehr gar so sehr anzuhaften an das unbedingt auf der Erde sein und wirken müssen. So wird ihm bewusst,
dass diese Zeit hier kostbar ist. Ihm wird bewusst, dass er nicht um jeden Preis hier sein möchte. Ihm wird bewusst, dass er zwar unverletzbar und unverwundbar und ewig in seiner Essenz ist, jedoch nicht unverwundbar, unverletzbar und ewig in seiner menschlichen Form. Diese Erkenntnis erlaubt ein tieferes sich selbst wahrnehmen, nicht als Form, jenseits der Form und doch in dieser Form, mit dieser Form ausgestattet, bestückt, gesegnet. Es findet sich also in einer Phase von längerer Krankheit eine Einweihung für jenen, der bereit ist, diese anzunehmen. Jener, der sich der Krankheit erhaben fühlt, trennt sich von dem Allsein, trennt sich von dem Spiel und fühlt die Trennung eines Tages mehr als die Freude des Einfachseins. Wie wir des Öfteren schon gesagt haben, ist das Aussortieren einer Facette, einer Option, das Abwählen, um es nicht mehr als Option zuzulassen, ein Verlust. Und somit ist ein Kranksein, in dem der Mensch hofft, niemals krank gewesen zu sein, und ein Gesundsein, in dem der Mensch hofft, niemals krank zu werden, von sich meint, niemals krank werden zu können, ein Verlust. Die Annahme von der Wandelbarkeit der Form und der Zerbrechlichkeit des Menschenkörperinstruments. Die Annahme ist das, was den Zauber in sich trägt, was die Farbpalette voll ausschöpfen lässt, jede Option zur Verfügung stellt. Die Phase des Alterns, und wir sprechen hier nicht von dem Altern, in dem der Mensch gebrechlich werden muss. Wir sprechen hier von dem Annehmen einer Formveränderung, von dem Annehmen, dass die irdische Welt an Bedeutung verliert und die Ewigkeit in das Sein tiefer einzieht, in die Erkenntnis, in die Weisheit. Dieses Altern ist eine Einweihung ebenso für sich. Eine Einweihung, in der der Mensch die Grenze zwischen hier und dort, zwischen diesseits und jenseits auflöst, in der der Mensch fühlt, dass er in menschlicher Form ist, ohne durch sie begrenzt zu sein. Je mehr Widerstand dort besteht, desto mehr Krankheit braucht es in dieser Phase, um sich vom Körper lösen zu können, um den Körper mehr als Belastung, als Segen wahrnehmen zu können. Muss der Mensch jedoch im Alter den Körper als Belastung wahrnehmen? Nein, nein und nochmals nein. Der Mensch wählt dies, um sich mehr auf das Jenseitige einlassen zu können, um die Süße des Allseins, des grenzenlosen Seins, des nicht in Form gebundenen Seins zu schmecken. Der Mensch wählt Krankheit im Alter, um den Wert des Seins nicht mehr mit der irdischen Form in Übereinstimmung zu bringen. Die irdische Form ist eine Form
eine wundervolle Form. Und je mehr der Mensch in Dankbarkeit, jedoch nicht in Anhaftung für diese wundervolle Form ist, desto mehr lebt er sich auf der Erde. Der weise Mensch also bedarf nicht eines bestimmten Alters, um weise zu sein. Er kann in seiner Weisheit auf der Erde wandeln, von Beginn an, von einem bestimmten Zeitpunkt an, im Alter oder auch niemals. Jede Seinserfahrung in physischer Form wählt ihren eigenen Ablauf, die Phasen, die sie durchlaufen will, diese Seinsform. Du wählst deinen Ablauf, wählst deine Phasen im Leben. Der Mensch, der sich nur in voller Lebensblüte zeigen will, er mag früh von der Erde gehen. Jeder Mensch wählt seinen Ablauf, seine Versuchsanordnung, sein Spiel. Und so wählst du dein Spiel. So wählst du deine Phasen, die du durchlaufen willst. Mancher hat nur von einer Phase noch nicht genug oder möchte in einer Phase noch dieses eine erleben und so kommt er für diese eine Phase. Die Phase, in der du dich befindest, ist stets und ständig die einzige, für dich wichtige. Denn das ist die Phase des Hier und Jetzt, die Phase deines Seins. Erlaubst du aus dieser Phase heraus, dich ganz und vollkommen zu erkennen, so bist du nicht einsam, fühlst dich nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen, fühlst dich nicht wertlos, nicht achtlos, zurückgelassen. Du fühlst, dass diese Phase einen anderen Wert hat, einen tieferen als jede andere Phase und ergründest diesen tiefen Wert für dich. Das Ergründen eines jeden Wertes, einer jeden Phase eröffnet dir die Liebe. Und die Liebe, die du in jeder Phase vorfinden kannst, ist Frieden. Du bist auf der Erde, um alles in den Frieden hinein zu erlauben. Du bist auf der Erde, um den Frieden in allem zu fühlen. Du bist auf der Erde, um dich mit jeder Option zu befrieden. Du weißt, wusstest immer und wirst immer wissen, denn du fühlst es in dir, dass die Liebe das ist, was dir den Frieden erlaubt. Dass aus der Liebe heraus alles verstanden werden kann, automatisch verstanden wird. Es ist also ein einfaches Element. Wir könnten sagen Handeln, obgleich es kein wahrhaftiges Handeln in dem Wortsinne ist, wie ihr das Handeln versteht. Ein Handeln, ein Element, das du in alles hineinbringen kannst, um es als Licht wahrzunehmen. Die Liebe, die Frequenz der Liebe, das Fühlen der Liebe. Du fühlst die Liebe im Zentrum deines Seins, in deinem Herzen. Du fühlst die Liebe in deiner spirituellen Mitte, in deinem Kern. Es gibt viele Möglichkeiten, in einen scheinbaren Frieden zu kommen. Du kannst deinen Verstand beruhigen und fühlst Stille und magst diese Stille als Frieden interpretieren. Der wahrhaftige Frieden birgt Freude in sich und die Freude findest du in deinem Fühlen. Nicht in den Emotionen so, in deinem Fühlen, in deinem bewussten Leben. Dieses bewusste Leben ist im Zentrum deines Seins am dichtesten, sowie der Zellkern
am dichtesten im Inneren der Zelle ist. Und doch ist es nicht verdichtet. Es ist das Flüchtigste, was du dir vorstellen kannst, ohne flüchtig zu sein. Es ist nicht greifbar und doch so fühlbar, dass du es als greifbar empfindest. Dein Sein ist fühlbar. Dein Sein ist in dir, dehnt sich ständig aus, erneuert sich immer wieder aufs Neue. Und dieses Dein Sein fühlst du in physischer Form stärker denn jenseits dieser physischen Form, denn es vibriert durch die Dichte hindurch und berührt, bewegt diese Dichte. Das tiefere Fühlen in menschlicher Form also ist ein Anreiz für dich, für jeden, der in menschlicher Form ist, in dieser zu sein. Und doch, dieser Anreiz macht nicht alles wett. Es ist ein Anreiz. Wenn jedoch das Leiden größer ist als das Fühlen deines Seins, in Form fühlen der Essenz, so magst du dich davon wieder verabschieden. Auch magst du dich davon verabschieden, wenn du merkst, dass all das, was du ergründen wolltest, ergründet ist, dass all das, was du im Frieden wissen wolltest, im Frieden ist, dass in all das Liebe hinein erlaubt worden ist, bewusst und für dich fühlbar, indem du Schwierigkeiten hattest, die Liebe zu sehen, indem der Mensch Schwierigkeiten hatte, Liebe zu erkennen. Dein Herz also, deine spirituelle Intensität in dir herinnen, ist das wahrhaftigste Fühlen deiner Essenz, das du dir vorstellen kannst. Das intensivste, dich selbst in allem, was du bist, wahrnehmen. Ein in dir explodieren von der Intensität des Seins. Daher bist du immer wieder eingeladen durch spirituelle Lehren, durch dein natürliches Sein und das, was du fühlst, nicht nur nach innen, sondern in dein Herz zu gehen. Aus diesem deinem Zentrum heraus, wie ihr sagt, aus eurer Mitte heraus, fühlst du dein Sein. Erlaubst du also in diese Intensität deiner Wahrnehmbarkeit von Existenz tief hinein, so fühlst du auch den Rest deines Seins als klingend, als zum Ausdruck gebracht, als lebendig. Die Fokussierung also auf dein Herz, das Tiefgehen nach innen, in das Zentrum deiner Existenz, in das Zentrum dessen, was in deinen Körper hinein fokussiert ist. Je tiefer du in dieses Zentrum hinein fokussierst, desto lebhafter nimmst du dein Drumherum wahr, deine Essenz im Rest deiner Form. Es ist nicht ein Ausblenden, indem du dich auf dein Herz konzentrierst. Es ist ein Erlauben, indem du das, was du weißt, in deiner Intensität zu sein, ins Zentrum deiner Aufmerksamkeit stellst. Oft haben wir darum gesprochen. Jeder von euch weiß, dass der Fokus eure Realität bestimmt und eure Wahrnehmung informiert. Fokussiert ihr euch also auf die Liebe im Herzen, auf das Herz der Liebe, auf die Frequenz, die im tiefsten Inneren, im Zentrum eures Seins zu finden ist,
und aus diesem euren Zentrum immer wieder neu sprudelt, euch allein nur dadurch existieren lässt, fokussiert ihr euch darauf, so nehmt ihr genau dies in allem wahr. Das ist der Grund, weshalb ihr im Sammeln in eurem Herzen, im Fühlen in euer Herz hinein so viel Lösung, Befreiung und Selbstsein erfahrt und weshalb euch dies immer wieder von unterschiedlichen Seiten angeraten wird, so wie auch wir euch dies anraten. Nun fragt sich euch, was dann ist die Seele, wenn dies das Herz ist? Was dann ist das, was als Seele bezeichnet wird? Wir sagen, die Seele ist der personifizierte Aufenthaltsort deines Seins. Der Mensch stellt sich alles so vor, wie er es sehen und begreifen kann. Alles mit Grenzen, in Form, und so stellt er sich auch seine Existenz mit Grenzen und in Form vor. Die Seele ist der Fokus. Die Seele ist die Facette, die du gewählt hast, um sie auf der Erde zu verkörpern. Das Herz ist das Fühlen dieser. Das Herz ist das Erlauben dieser. Das Herz ist deine Selbstverständlichkeit des Seins. Das Herz unterscheidet nicht zwischen dieser oder jener Mission. Das Herz ist in sich erfüllt. Die Seele löst sich auf, indem du mit deinem Herz alles schaust. Denn in deinem Herz bist du alles und weißt, dass deine Seele nur ein Versuch ist, eine Facette in den Vordergrund zu rücken. Du spürst also, dass deine Seele eine Seele ist, mit allem eins. Um diese Inkarnation auf der Erde als besonders und wertvoll und einzigartig anzuerkennen und zu leben, hast du die Individualseele gewählt. Das Konzept, die Wahrnehmung, die Vorstellung von und das Erleben einer Individualseele, die du in deinem Körper mit dir führst. Wie wir sagen, dies ist ein Konzept, das du immer wieder neu bedienen kannst, das dir immer wieder neu dient, dazu auf der Erde einen Sinn zu finden und deinem Lebensweg eine Besonderheit zu geben, deinem Lebensweg einen Individualsinn zuzugeben. Wir sagen nicht, dass dies sinnlos ist. Wir sagen, dass dies wertvoll ist. Dein Leben umso wertvoller macht. Dein mit allem Einssein umso größer sein lässt. Denn jede Seele weiß, sie ist der Tropfen wie der Ozean. Das eine ist die Essenz des anderen und gleichwohl doch in seiner Form trennbar und auflösbar zugleich. Der Kern deines Wesens, dein spirituelles Herz, ist also das, was für dich menschlich am nächsten, am greifbarsten ist. Es schließt die Seele nicht aus. Es ist liebevoll eins mit ihr, denn die Seele ist dort zu Haus. Wir wissen,
dass hier noch vieles an Fragen, noch vieles an Unklarheit bestehen bleibt. Und doch haben wir etwas in dir angestoßen, das dir erlaubt, für dich zu sortieren. Nicht vom Verstand her, nein, vom fühlenden Herzen her. Zu wissen, was für dich gesagt worden ist, was dich auf deinem Weg unterstützt, was dir in deiner Frequenzwahl Leichtigkeit und Liebe eröffnet. Wir lieben dich. Wir lieben euch, wir lieben, denn wir sind die Liebe durch alles hindurch, so wie du die Liebe in allem bist. Und damit sind wir für jetzt, für hier vollkommen.